Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Ja, so gehen meine Videos im Regelfall los, wenn ich euch etwas aus meiner Sammlung präsentiere oder ein Unboxing mache. Aber heute soll es mal um was anderes gehen. Wie ist es hierzu eigentlich gekommen? Ich werde also eine Reise in die Vergangenheit mit euch unternehmen und wenn ihr wissen wollt, wie es zu dem Ganzen hier gekommen ist, dann bleibt dran. Quantum Star Wars Collection. Es muss im Jahr 1979 gewesen sein. Ein Jahr, das mein Leben auf eine ganz besondere Weise verändern sollte. Auch wenn man es heutzutage kaum glauben kann, war ich kaum älter als 7 Jahre. Wie man vielleicht an meinem echten Namen schon vermuten konnte, bin ich zur Hälfte türkischer Abstammung. Welche Hälfte das ist, das dürft ihr euch selbst aussuchen. Damals gab es bei uns einen deutsch-türkischen Freundschaftsverein, in dem sich türkische, deutsche und deutsch-türkische Familien trafen, um zu feiern, zu reden und natürlich zum Essen. Wir Kinder tobten auf diesen Treffen meist zwischen den Erwachsenen herum, bis zu diesem einen besonderen Tag, in dem es hieß, dass wir Kinder uns einen Film anschauen könnten, denn einer der Väter hatte einen Super-8-Projektor mitgebracht. Und ja, natürlich war das eine Bespaßungsmaßnahme, damit wir Kinder beschäftigt waren. Ich weiß noch, dass ich zuerst ein wenig schüchtern war, aber dann habe ich mich doch überwunden und mich den übrigen Kindern angeschlossen. Gut, dass ich das getan habe, denn dies war mein Schritt in eine größere Welt. Es wurde ein weißes Bettlaken gespannt, der Raum abgedunkelt und der Projektor gestartet. Auf das, was ich dann zu sehen bekam, war ich nicht vorbereitet. Und ich kann mich heutzutage auch nur noch schemenhaft dran erinnern. Aber die Bilder, die ich sah, von Raumschiffen, Robotern und Laserpistolenduellen, sollten mich mein Leben lang nicht mehr gänzlich loslassen. Dazu sei gesagt, dass die Super-8-Versionen des Films, die so im Umlauf waren, ja gar nicht den kompletten Film gezeigt haben, sondern nur eine ziemlich kurze Schnittversion. Welche Version ich damals genau sah, habe ich im Übrigen nie mehr herausgefunden. Aber eines war dennoch klar: Meine Liebe zu Star Wars hatte an diesem Tag ihr Fundament bekommen. Der Film lief aus und ich blieb einfach sitzen, denn den Film wollte ich nochmal sehen. Und nochmal und nochmal und nochmal. Ich glaube, meine Eltern mussten mich ziemlich überreden, nach Hause mitzukommen. Einige Zeit später fand ich dann heraus, dass es zu diesem Film Figuren, Playsets und Fahrzeuge gab, die ich bei Divi käuflich erwerben konnte. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Naja, fast. Denn da kam das echte Leben dazwischen. Denn wie so oft im Leben eines 7-jährigen Sammlers sind damals schon erheblich finanzielle Probleme beim Kauf aufgetreten, allen voran in Form meines Vaters, der diese Mittel bereitstellen sollte. Tja, ich hatte also schon damals von 2 der 3 Hauptprobleme eines Sammlers erfahren dürfen. Platz, Verfügbarkeit und finanzielle Mittel. Und nein, Platz war nicht das Problem. Das sollte erst sehr viel später auftreten. Ja, ich musste meinem Vater sogar einige Zeit später noch ein Schriftstück erstellen, in dem ich ihm versicherte, dass wenn er mir ein Raumschiff kaufte, dass ich ihn anschließend nicht mehr um Geld für Star Wars bitten würde. Es wurde die Slave One. Ein Schiff, das bei mir damals nicht wirklich hoch im Kurs stand, aber ich nahm, was ich bekommen konnte. Sicherlich hätte mir damals ein AT-ST, an ein AT-AT oder gar Millennium Falcon hätte ich nicht zu träumen gewagt, sehr viel besser gefallen. Mein Vater hat nämlich nie wirklich verstanden, was dieser Film bzw. die Botschaft darin für mich bedeutet hat. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Aber wie so oft im Leben gab es auch Optionen. Optionen in Form meiner Großmutter, die mich immer gefragt hat, was sie mir denn mitbringen könne. Und was sollte es denn sonst sein, außer Figuren und vielleicht hier und da ein Fahrzeug? Sie bekam also immer eine Liste mit, auf der mit meiner krakeligen Handschrift stand, welche Figuren ich mir wünschte. Sie meinte eines Tages, dass sie immer etwas peinlich berührt war, weil der junge Mann, gemeint war wohl der Karstadt-Verkäufer, immer grinsen musste, wenn sie mit meiner Liste den Laden in Lübeck betrat. Außerdem wären ja so viele Püppchen so hässlich. Gemeint waren damit sicherlich Hammerhead und Co., sodass sie sich vor den Figuren schüttelte. Aber das sah ich natürlich nicht so. Nein, ganz im Gegenteil. Ich mag anfangs nicht gut gelesen haben können.
Und bei meinem Englisch war es erst recht noch nicht weit her. Und so bekamen einige der Figuren von mir ganz eigenständige Namen. Lange bevor ich den wahren Namen von C3PO kannte, war dieser einfach Goldie. Andere Charaktere hießen so, wie ich sie von den Karten herunterbuchstabiert hatte. Wenn es sehr kompliziert wurde, hat mir auch meine Mutter viele der Namen vorgelesen und ich habe sie mir eine lange Zeit so gemerkt. Aus dieser Zeit kommen wohl auch noch die komischen Aussprachen wie X-Wing und AT-AT anstelle von Ed. Tja, und durch den Drill von Sergeant Quanti wurde auch meiner Schwester Star Wars näher gebracht. Sie war erst 3 oder 4 und konnte fast alle Namen meiner Figuren auswendig. Wie hat's funktioniert? Durch Hochhalten der Backcard. Sie musste dann sagen, wer das war. Sie sagt, dass sie heute noch einige der Charaktere kennt. Naja, es kam, wie es kommen musste. Die Grundschulzeit ging weiter und ja, es gab auch Zensuren, sodass die Figurenkäufe seitens meiner Omi an diese gebunden wurden. Und das mit durchschlagendem Erfolg. Zumindest wenn man das Ausbleiben von Figuren, Playsets und Fahrzeugen so werten wollte, weil auch gute Zensuren leider Mangelware waren. Also hieß es, sich auch mal wieder anstrengen. Aber zu Weihnachten gab es dann wenigstens mal ein Mini-Rig. Es wurde der Captivator, also Cap 2. Tja, meine Schätze waren also spärlich gesät, aber dafür für mich umso kostbarer. Auch die nachfolgenden Filme konnte bzw. durfte ich nicht im Kino sehen, weil mit mir da keiner hingegangen ist, denn dafür war weder Geld noch Zeit da. Dachte ich damals zumindest. Das bedeutet für mich natürlich, dass ich selbst das kleinste Stückchen Star Wars, was ich aus Zeitungen, Illustrierten oder Fernsehzeitschriften erhaschen konnte, für mich zur Informationsquelle wurde. Auch die Erzählungen von Schulkameraden wurden begierig absorbiert, inklusive all seinen Übertragungsfehlern. Aber wofür hat man als Kind schließlich seine Fantasie? So wurden Snowtrooper auf einem weißen Bettlaken in die Schlacht von Hoth geschickt, um die Rebellen zu ärgern. Der Sarlacc wurde mit Lego in den buntesten Farben nachgebaut und ich weiß nicht, wie oft Luke, ich glaube es war die Jedi-Figur, die Planke herunterging, welche am Sarlacc selbst und nicht etwa am Skiff angebracht war. So gingen ein paar Jahre ins Land, bis auch schon Return of the Jedi schon ein Weilchen her war und Star Wars geriet aus dem Fokus. Als 13-Jähriger hat man eben andere Prioritäten. Und es geschah, wovon viele Sammler berichten können. Denn die ganze Sammlung wurde damals für einen Preis verkauft, der zu der Zeit eine gute Idee gewesen zu sein schien. 100 D-Mark. Tja, wenn ich damals geahnt hätte, als wie falsch sich diese Entscheidung herausstellen sollte, manchmal wünsche ich mir eine Zeitmaschine. Springen wir ein paar Jährchen, gemeint sind wohl eher Dekaden weiter. Es ist das Jahr 2005, ein Jahr, in dem die Leidenschaft wieder aufflammen sollte. 2005 schaute ich mir nämlich einen Trailer zum Fanfilmprojekt Tydirium an. Ich war damals sofort hin und weg, als ich sah, mit wie viel Liebe die alte Star Wars Welt wieder ins Leben zurückgerufen wurde. Alsgleich dachte ich mir, dass ich zumindest die digitalen Sequenzen ebenfalls nachbauen könnte, musste aber bald feststellen, dass dies mit der damaligen Software doch nicht ganz so einfach war, wie ich dachte. Aber ich erinnerte mich an eine Technik, mit der auch in der Originaltrilogie gearbeitet wurde. Stop Motion. Fehlte nur noch ein Modell, mit dem man das Ganze umsetzen konnte, und die Wahl fiel auf einen Vintage Millennium Falcon. Eben genau das Teil, was ich mir als Kind vor über 25 Jahren nicht leisten konnte. Aber auch das Filmen eines Raumschiffes in Stop-Motion stellte einen vor gewisse technische Herausforderungen, die sich alsbald als sehr schwierig herausstellten. Heutzutage ist das mit der vorhandenen Software zwar nicht ansatzweise so ein Problem, wie es damals war, aber der Film blieb bis heute unvollendet. Was aber wieder da war, war die Liebe zu Star Wars. Okay, sie war auch nie wirklich ganz weg, sondern hatte nur ein Schläfchen in einer Stasis-Kammer gehalten. Ich habe dann noch die mir verbliebenen Sammlerstücke von früher wieder ausgegraben. Darunter waren ein Luke X-Wing-Pilot und ein ziemlich heruntergerockter R5-D4. Ab diesem Zeitpunkt wuchs die Sammlung wieder ständig an und hat die Größe erreicht, die heute hier zu sehen ist. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende der Vorstellung angekommen. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Gebt dem Video einen Daumen hoch und wenn ihr Anmerkungen, Fragen oder Wünsche habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Und mit den Worten verabschiede ich mich mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis denn und tschüss.